Hallo und herzlich willkommen. Nachdem ich beim letzten Mal mit dem Filmen von Tieren abgelenkt worden bin, geht es diesmal mit dem Aufbau von meinem Camp weiter. Das Zelt wiegt einiges, so 30, 35 Kilo mit der Stange vielleicht. Darum habe ich mir diesmal eine Schubkarre mitgebracht. Und bergauf wird leichter hinüberzubringen. Vor dem Zeltaufbau aber noch ein kurzer Sprung zurück in die vergangene Woche, in der ich die Plattform fertig gebaut habe. So, ich werde das erstmal den Rahmen bauen und das Ganze erstmal nur hinlegen und dann erst im zweiten Schritt schauen, dass das Ganze eben ist. So. Und nachdem das alles vorher mit der Gärungssäge geschnitten worden ist, sollte es theoretisch so sein, dass die Winkel alle stimmen und am Ende das Ganze ein Rechteck ergibt. Aber solange dann das runde Zelt drauf passt, ist alles gut. Man könnte natürlich hier das als Auflage nehmen. Der schaut noch stabil genug aus. Dann sollte das passen von der Größe her. Mit dem ganzen Grünzeug da, ich habe schon überlegt, ob ich mal mit der Motorsense vorbeikomme und das alles etwas kürze hier. Was ich ein paar Tage später dann auch gemacht habe. Nicht nur um das Arbeiten ein bisschen leichter zu machen, sondern vor allem auch, weil in kurzem Gras weniger Zecken herumwandern. Es muss ja nicht perfekt sein, es kommt ja altes Holz drauf, also von dem her zu genau muss es nicht sein. Aber ich sehe schon, dieser Platz ist ein bisschen eng bemessen. Vielleicht müssen wir alles noch ein bisschen weiter in diese Richtung rübergeben. So, jetzt bräuchte ich jemanden zum Halten. Wie machen wir das? Ja, das ist durchaus schwer, das alleine zu machen. Aha, hier hält ein Baum. Der muss ein bisschen anders liegen, nämlich so. Ungefähr. Und jetzt in diesen Balanceakt reinschrauben. Schön. Noch eine dritte Schraube. Fein. Oh. Nein. Falsch zusammengeschraubt. Das ist so. Ah nein, passt schon. So. Ah ja, hey, das gehört. Das gehört anders dran. Im Übrigen ist es nicht das erste Mal, dass ich eine Plattform für ein Zelt baue. Als ich vor 5 Jahren nach Schweden gezogen bin, habe ich mir einen lang gehegten Traum erfüllt und begonnen, Vollzeit in einem Zelt zu wohnen. Dafür habe ich mir erstmal eine Plattform im Wald gebaut. Das Ganze war in einzelnen Segmenten, weil mein Plan war, nach dem ersten Winter näher an einen See zu ziehen. Den ersten Winter habe ich tagsüber gearbeitet, war also in einem Haus, wo ich auch duschen und Wäsche waschen konnte, also habe ich nur die Abende und die Nächte im Zelt verbracht. Und mit einem Zeltofen und guten Schlafsack hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Im darauffolgenden Frühjahr bin ich dann nicht nur an einen See, sondern in einen See gezogen. Also genauer gesagt auf eine Insel. Mit der Hilfe von freundlichen Nachbarn habe ich dann diese Plattform dorthin übersiedelt.
Auf dieser Insel habe ich dann ein gesamtes Jahr verbracht, als Auszeit von allem Schnelllebigen und mit dem Ziel herauszufinden, was im Leben so wesentlich ist. Und im Laufe der Zeit habe ich mir die Dinge, die ich gebraucht habe, einfach selbst gebaut, wie etwa eine Tür aus Plexiglas, um die Aussicht zu genießen. Nach diesem Jahr war das Abenteuer für mich, aber auch für die Holzplattform noch nicht zu Ende. Ich wollte ein bisschen mobiler sein, also habe ich mir ein Floß gebaut und habe die Plattform und das Zelt auf das Floß gestellt. Hinten noch einen Außenbordmotor dran, um damit auch herumfahren zu können. So war ich dann noch 2 Sommer auf dem Floß unterwegs, bis ich nach insgesamt 2,5 Jahren im Zelt mich dann doch wieder nach einer etwas festeren Behausung gesehnt habe. Ganz hinter mir lassen kann ich das Zeltleben allerdings nicht. Deswegen auch diese Fernsehserie mit dem Ziel, die Zeit in der Natur nicht nur für mich selber zu verbringen, sondern euch dabei mitzunehmen. So. Schauen wir mal, ob es drauf passt oder eher wie viel Platz noch ist rundherum, vor allem vorne. Naja. Steht jetzt ein bisschen drüber. Perfekt. So, jetzt ist es normalerweise so, dass da kleine Heringe in den Boden kommen, aber wir sind natürlich auf einer Holzplattform. Deswegen habe ich den richtigen Bit dabei. Deswegen schrauben wir einfach da was rein, anstatt der Heringe. Wobei es ein bisschen groß. Nehmen wir die passenderen Schrauben. Ich sollte hinten anfangen, weil da die Plattform schon zu Ende ist. Der Großteil ist eben mit alten Terrassenbrettern gemacht. Hat aber nicht ganz ausgereicht, darum habe ich die vorderen 4 dann neue Bretter gekauft. Ist dann auch ganz fein, weil dann kann man da schön barfuß drauf gehen, ohne dass man sich auf den alten irgendwelche Spreißeln oder Schiefer, wie sagt man, einzieht. Das war der erste Streich. So, da ist oben bei der Stange, wo der Haken ist zum Sachen aufhängen. Da muss jetzt so viel Luft reinkommen, damit das leicht aufgeht.
So, da steht's. Dann noch der Eingang. Dann kann man hier einmal festbinden. So, fast fertig. Jetzt fehlt nur mehr die Schnüre nach außen. Da müssen wir jetzt ein bisschen kreativ werden. Die Sache ist nämlich die, mit den Schnüren hier, die sind auf das ausgelegt, dass man sie am ebenen Boden so weit wie möglich nach außen spannt. Wenn jetzt aber da der Höhenunterschied ist und ich sie auf den Boden spanne, dann ist diese Seitenwand nach unten und nicht ganz gerade. Deswegen helfe ich mir hier aus mit einem Holz. Ungefähr, damit das so passt. Ja, das schaut gut aus. Ja. Schraube bist du. Da. Können wir uns direkt hier durchfädeln. Bei der Plattform müssen wir nicht nur eine Schraube verwenden. So. Und dann noch den restlichen 10 Stück. Jetzt steht es da. Noch leer und ungemütlich. Aber es gibt ein paar Tricks, mit denen man das recht schnell einfach gemütlich gestalten kann. Dann kann das nächste Mal auch schon drin wohnen. Jetzt werde ich dann heimfahren. Die Mücken werden gerade ein bisschen anstrengend, so kurz nach Sonnenuntergang. Darum war es das erstmal für jetzt. Bin gespannt, was wir hier noch so alles bauen werden. Treppen auf jeden Fall, das wäre noch sehr praktisch. Dann muss man nicht jedes Mal so einen großen Schritt rauf und runter geben. Und bin auch gespannt, was hier so für Tiere alles noch vorbeikommen. Irgendwelche Vögel fliegen da wieder. Die Enten habe ich, glaube ich, auch wieder gehört da vorne. Die verstecken sich da irgendwo. Danke fürs Zuschauen. Ich bin der Jojo. Das hier ist mein Camp und bis nächste Woche. Ciao.